Heute schauen wir uns mal an, was es eigentlich mit den Zahlen auf unseren Autobahnen auf sich hat. Ihr wisst schon, A1, A7, A99. Was verbirgt sich hinter diesen Kürzeln? Hallo, ich bin Tom. In Deutschland gibt es insgesamt 120 Autobahnen mit ca. 260 Autobahndreiecken und Kreuzen. Stell dir vor, du bist auf einer langen Reise durch Deutschland. Kilometer für Kilometer ziehst du an blauen Schildern vorbei, auf denen große Zahlen prangen. A1, A7, A99. Aber was verraten uns diese Zahlen eigentlich? Warum ist die eine Autobahn eine 1 und die andere eine 99? Wenn du es nicht weißt, erkläre ich es dir jetzt. Das System der deutschen Autobahnnummerierung und ein paar Zusatzfakten am Ende. Die einstelligen Giganten. Beginnen wir mit den ganz großen, den einstelligen Autobahnen wie der A1 oder der A7. Diese sind die Hauptverkehrsadern unseres Landes. Sie verbinden die wichtigsten Städte und Regionen miteinander und führen oft über Hunderte von Kilometern. Die A1 zum Beispiel ist so etwas wie die Autobahnkönigin und verbindet Hamburg mit Köln. Sie ist eine echte Strecke für Langstreckenfahrer und oft rappelvoll. Die Nummerierung deutscher Autobahnen folgt einem bestimmten System. Neben der Anzahl der Ziffern spielt auch die Parität der Zahl eine Rolle. Autobahnen mit geraden Nummern verlaufen in der Regel in ost-westlicher Richtung, während ungerade Nummern meist auf Nord-Süd-Strecken zu finden sind. Diese Zuordnung ist jedoch keine feste Regel, sondern dient eher als Orientierung. Es gibt zahlreiche Ausnahmen, wie zum Beispiel die A14 oder die A72, die von diesem Schema abweichen. Die zweistelligen Regionalstars. Kommen wir zu den zweistelligen Autobahnen. Diese sind sozusagen die Regionalstars unter den Autobahnen. Sie verbinden wichtige Städte innerhalb einer Region miteinander und haben oft eine ganz besondere Bedeutung für die Menschen, die dort leben. Wusstest du, dass die erste Ziffer einer zweistelligen Autobahn oft einen Hinweis darauf gibt, in welcher Region Deutschlands du dich befindest? A10 und höhere, also A11 und so weiter, findest du in der Region Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern. A20 und höhere in Norddeutschland. A30 und höhere in Niedersachsen, Ostwestfalen-Lippe sowie zu einem geringen Teil in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. A40 und höhere in Rhein-Ruhr bis Rhein-Main-Gebiet. A50 und höhere in Niederrhein-Gebiet bis Köln. A60 und höhere in Rheinland-Pfalz, Saarland und Südhessen. A70 und höhere in Franken, Sachsen und Thüringen. A80 und höhere in Baden-Württemberg. A90 und höhere in Altbayern und Bodenseeraum. Die dreistelligen Zwerge. Zu guter Letzt haben wir noch die dreistelligen Autobahnen. Diese sind oft kürzer und haben eine ganz spezielle Aufgabe. Manchmal sind sie Zubringer zu größeren Autobahnen oder umfahren kleinere Städte. Sie sind die kleinen Helfer unter den Autobahnen, die dafür sorgen, dass der Verkehr flüssig bleibt. Aber warum gibt es gerade diese Zahlen und was steckt hinter der Reihenfolge? Die Nummerierung der Autobahnen ist nicht ganz zufällig entstanden, sondern folgt einem bestimmten System. Die einstelligen Autobahnen wurden als allererstes vergeben und verbinden die wichtigsten Städte miteinander. Die zweistelligen und dreistelligen Autobahnen kamen später hinzu und ergänzen das Netz. Um das Ganze noch einmal zusammenzufassen. Einstellig. Die großen Überlandstraßen, die Deutschland verbinden. Zweistellig. Wichtige regionale Autobahnen. Erste Ziffer gibt oft einen Hinweis auf die Region. Dreistellig. Kürzere und speziellere Autobahnen, oft Zubringer oder Umfahrungen. Die älteste deutsche Autobahn ist übrigens die heutige A555. Sie wurde 1932 als Kraftfahrstraße zwischen Bonn und Köln von Kölns damaligen Oberbürgermeister Konrad Adenauer eröffnet. Sie war zunächst nur für Pkw und Lkw zugänglich und verfügte über eine einzige Abfahrt. Es gab vorher schon die AWUS in Berlin. Sie wurde privat finanziert und 1921 eröffnet. Ihre Benutzung war gebührenpflichtig. Die AWUS diente daher zunächst dem Vergnügen eines zahlungskräftigen Publikums mit Abonnenten und erlaubte für die Zeit hohe Geschwindigkeiten von über 100 km/h. Die erste längere Autobahn der Welt wurde am 21. September 1924 in Italien eröffnet.
das erste Teilstück von Mailand nach Varese, der heutigen A8. Der Begriff Autobahn trat aber zum ersten Mal 1932 auf und bezeichnete die Vorstellung einer kreuzungsfreien Schnellstraße ohne Gegenverkehr. Deshalb wird die A555 von vielen als die erste echte Autobahn gesehen. Die A7 ist übrigens die unbestrittene Königin der deutschen Autobahn. Mit einer Länge von beeindruckenden 963 Kilometern bildet sie die wichtigste Nord-Süd-Verbindung des Landes. Von Flensburg an der dänischen Grenze schlängelt sie sich durch Hamburg, Hannover, Kassel, Würzburg und Ulm bis nach Füssen an der österreichischen Grenze. So, das war's schon. Bitte like das Video und abonniere den Kanal. Bis bald. Ciao, ciao.